In diesem Video werden wir über eines meiner Beispiele aus der Praxis sprechen. Es handelt sich um das Robot-Trading-System, das ich selbst benutze, und eines meiner Premium-Kursmitglieder wollte wissen, wie so etwas funktioniert. Lassen Sie uns also einen Blick auf die Details werfen. Nun, wenn Sie sich das Roboterhandelssystem ansehen, sehen Sie, dass dies die Version vom Juni ist. Wir haben jetzt den 21. Oktober und hier haben wir die Ergebnisse und Trades. Insgesamt haben wir einen Gewinn von $159 gemacht. Und wenn wir uns die Gesamtübersicht hier ansehen, sehen wir, dass der Saldo derzeit fast gleich dem Eigenkapital ist. Was bedeutet, dass wir nur einen offenen Trade haben, der derzeit ein offener Verlust von 99 Cent ist. Was ist also der Unterschied zwischen diesem Trade und einem, der einen offenen Verlust von $99 bedeuten würde? Der Unterschied ist emotional, denn es ist nicht die Zahl, die darüber entscheidet, ob ein System funktioniert oder nicht, sondern was der Unterschied für uns bedeutet. Werfen wir also einen Blick auf die Historie, und hier sehen wir, dass wir Verluste und Gewinne haben, also nicht jeder Trade ein Erfolg war, aber alles in allem ist das Systemergebnis stabil, zumindest im Moment. Wenn wir in das System hineinzoomen, sehen wir diese Linien hier, die wie ein Fächer aussehen. Und jede davon ist eine Reihe von Positionen, die wir eröffnet haben. Und an diesem Punkt hier wurden alle Positionen auf einmal geschlossen. Zoomen Sie noch ein wenig weiter hinein und Sie werden auch Bereiche sehen, in denen kein Fächer zu sehen ist. Wie zum Beispiel hier. Und das sind einfache Positionen, die einen Gewinn erzielt haben, ohne dass wir eine Serie starten mussten. Wie entscheiden wir also, ob wir nur eine Position eingehen oder mehrere Positionen eröffnen wollen? Nun, in meinem Fall habe ich Regeln. Und derzeit befinden wir uns in einem Abwärtstrend. Das sehen wir daran, dass wir zwei einfache, gleitende Durchschnitte haben. Einen für 1100 Kerzen und einen für 1000 Kerzen. Und solange der grüne unter dem roten liegt, befinden wir uns in einem Abwärtstrend. Und der sieht im Moment ziemlich stabil aus. Wie Sie sehen, waren die letzten Transaktionen, die wir getätigt haben, Verkäufe. Wir haben also mit dem Trend gehandelt. Aber wir haben immer noch einige Positionen, die sich nicht bewährt haben. Wie war das möglich? Nun, das liegt daran, dass selbst in einem stabilen Trend Korrekturen vorkommen. Das ist der Fall, wenn wir eine Position eröffnen wie hier und der Kurs dann plötzlich in einer Korrektur nach oben geht. Und wenn Sie genauer hinschauen, ist das bei all diesen Fächern hier der Fall. Der Kurs ist gefallen. Dann haben wir hier einen Handel gemacht. Plötzlich kam es zu einer Korrektur, die sich gegen uns richtete. Aber wir konnten trotzdem alle Positionen von hier bis hier mit Gewinn schließen. Denn schließlich begann der kurzfristige Trend wieder mit dem Haupttrend mitzugehen und der Kurs ging nach unten. Es ist zwar einfach zu sehen, was passiert ist, nachdem es passiert ist, aber es ist oft ein großes Problem für die Menschen, eine Entscheidung zu treffen, was sie in Zukunft tun sollten. Nun, dies ist die Kontonummer hier. Lassen Sie uns also sehen, ob wir mehr Statistiken über das Geschehen bekommen können. Ich verwende dazu FX Blue, weil es bessere Statistiken liefert als der MetaTrader. In meinem Fall ist es auf Deutsch, weil ich aus Deutschland komme. Sie können eine Menge Details darüber erfahren, wie das System funktioniert. Und Sie müssen sich nicht anmelden, um sie zu sehen. Öffnen Sie einfach diese Website hier. Und in meinem Fall möchte ich die Statistiken öffnen. Hier sehen Sie, dass ich das System vor 128 Tagen mit einer Einzahlung von $10.000 gestartet habe. Dies ist der Gesamtgewinn. Hier haben wir einige Abhebungen und dies ist der Nettogewinn. Wir haben Gewinner und Verlierer und insgesamt haben wir 382 Geschäfte gemacht, was zu einem Nettogewinn von $153 führte. In einem Diagramm sieht das so aus. Wir haben noch ein paar weitere Statistiken. Der Euro-US-Dollar war die einzige Währung, mit der ich gehandelt habe. Wir haben 73 Kauftransaktionen und 309 Verkaufstransaktionen. Und das macht Sinn, denn derzeit haben wir hier diesen Abwärtstrend. Und wenn wir uns das genauer ansehen, hatten wir 14 Gewinnwochen und 0 Verlustwochen. An diesem Punkt könnte es sinnvoll sein, das Volumen zu erhöhen und das System zu skalieren. Sehen wir uns noch einmal die Aufstellung an. Irgendwo hier unten steht, dass die durchschnittliche Handelsdauer 33 Stunden beträgt und der durchschnittliche Gewinn bei $1,78 liegt, während der durchschnittliche Verlust $2,16 beträgt. Wenn wir also in der Lage sind, mehr gewinnbringende Transaktionen zu tätigen, als wir Verluste machen, wird das System profitabel sein. Aber das gilt nur, wenn wir keine zu hohen Kosten haben. Wir haben hier diese Swap-Spalte und für eine längeren Handelsdauer müssen Sie damit rechnen, dass Sie Swap-Gebühren zahlen müssen, wie hier.
Das sind Kosten. Und außerdem kann es sein, dass Sie mit der Eröffnung einer Position wegen des Spreads immer einen kleinen Verlust machen. Ihr Broker verlangt Geld. Wenn Sie also eine Position eröffnen, wie ich es hier getan habe, werden Sie als erstes feststellen, dass der Profit negativ ist. Und dass der Preis, zu dem Sie etwas gekauft oder verkauft haben, von dem abweicht, was Sie auf dem Chart sehen. Denn so verdient Ihr Broker mit jedem Handel, den Sie tätigen, Geld. Ändern wir nun die Zoom-Stufe und wir sehen, dass der aktuelle Kurs sich dem kleinen gleitenden Durchschnitt nähert. Wenn der Kurs die beiden kleinen gleitenden Durchschnitte durchbricht, bedeutet dies, dass der stabile Trend gebrochen ist. Und wenn sich die beiden kleinen gleitenden Durchschnitte kreuzen, könnte das bedeuten, dass der Trend gebrochen ist und wir als nächstes einen Aufwärtstrend erwarten würden, und genau das ist hier passiert. Der Trend wurde gebrochen, hier ist die Überkreuzung und hier ist der Aufwärtstrend. Dann gab es eine weitere Überkreuzung und jetzt ist es ein Abwärtstrend. Die Logik, die hinter all diesen Entscheidungen steht, ist also ziemlich einfach und kann mit MQL5 automatisiert werden. Es steckt also im Grunde nichts Magisches dahinter. Es ist alles reine Wahrscheinlichkeit, und um Regeln dafür aufzustellen, wann was zu tun ist, machen wir eine Menge Testläufe, und das bedeutet, dass wir Tausende von automatisierten Trades mit Daten aus der Vergangenheit machen, um zu sehen, wie sich unser System in anderen Marktphasen verhalten hätte. Dann haben wir es auf einem Demokonto in Echtzeit ausprobiert. Dann skalieren wir unser System, um zu sehen, ob es tatsächlich funktioniert. Und wenn alles wie erwartet funktioniert, können Sie die Taste F7 drücken und den Risikoanteil oder den Multiplikator für die Positionsgröße erhöhen. Und wenn Sie das tun, haben Sie größere Positionen und eine größere Anzahl von Positionen. Und so skalieren wir hoch. So haben wir im Grunde ein wahrscheinlichkeitsbasiertes Handelssystem eingerichtet, das unter realen Bedingungen funktioniert. Und in diesem Video haben Sie gelernt, wie Sie Ihr eigenes System so trainieren können, dass es unter realen Bedingungen funktioniert, und wie Sie externe Tools wie FXBlue verwenden können, um zu analysieren, ob es tatsächlich funktioniert. Wenn Sie an weiteren Details interessiert sind, können Sie einfach auf diese Website gehen und alle Statistiken analysieren. Dieses System befindet sich noch in der Trainingsphase, aber bisher sind die Ergebnisse sehr vielversprechend, sodass ich denke, dass ich es hochskalieren werde. Das war's für dieses Video. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.